Hallo ihr Tagträumer, Trübträumer und Klarträumer da draußen. Hier ist wieder der Marco. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, aktuell bin ich gerade mit unserer neuen Hündin unterwegs. Die haben wir am Samstag bekommen. Und ich habe mir gedacht, ich mache noch mal ein spontanes Video von unterwegs. Der Winter zieht ein in Deutschland, nicht zu übersehen, oder? Mega, absolut mega. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen und ihr seid noch am Start mit eurer Trainingspraxis fürs Klarträumen. Heute möchte ich ganz gerne kurz mit euch über DILD und WILD sprechen. Welche Einstiegsmöglichkeit ist denn nun die beste und die am besten für euch geeignete? Pro und Contra. Also, DILD, Dream Initiated Lucid Dream, ist keine eigene Technik, genauso wenig wie WILD, sondern es beschreibt lediglich die Art und Weise, wie man in den Klartraum einsteigt. Diese Begriffe wurden von Dr. Stephen LaBerge geprägt, damit man halt, wenn man sich miteinander unterhält, auch ungefähr in einen Rahmen fassen kann, worum es denn gerade geht. Die Techniken für DILD wären zum Beispiel Führen des Traumtagebuchs, um sein Traumbewusstsein zu erhöhen, Reality Checks, dafür habe ich ja schon gesondert ein Video erstellt, und natürlich auch das kritische Bewusstsein. Demgegenüber steht das WILD, Wake Initiated Lucid Dream. Hier gibt es nun verschiedene Möglichkeiten für Praxen. Zuvor möchte ich aber noch kurz auf WILD eingehen, denn im Internet wird das häufig so dargestellt, als ob das unheimlich einfach wäre mit noch Klarträumen heute Nacht oder in kürzester Zeit und dass man sich dadurch das Traumtagebuch und alles andere sparen könnte. Sehe ich nicht so. Natürlich kann man als totaler Anfänger eine der vielen WILD-Techniken ausprobieren und Glück haben, einen Klartraum zu haben. Ist aber eher selten der Fall. Oder das könnte dann natürlich auch einfach in dem Moment euer Wunsch sein, dass ihr euch damit extrem beschäftigt habt. Ein Placebo-Effekt. Jetzt habe ich fast meinen Text vergessen. Ich dachte, da kommt ein Hund, kommt aber doch nicht. Also WILD ist auch häufig im Netz zu finden, wenn es um Astralreisen geht. Das Auslösen von Astralreisen oder außerkörperlichen Erfahrungen. Also mit meiner Erfahrung kann ich nur sagen, dass die Techniken sich nicht nur ähneln, sondern eigentlich dieselben sind. Sie sind nur in andere Begriffe verpackt und ein bisschen verschnörkelt worden. Und Astralreisen oder außerkörperliche Erfahrungen sind nichts anderes als Klarträume, die durch die Wildtür eingeleitet worden sind. Sprich, man legt sich abends hin, schläft 3-4 Stunden, stellt sich einen Wecker, lässt sich dann nach 3-4 Stunden wecken, bleibt einen Moment wach und probiert dann wieder bewusst in den Schlaf zu gleiten. Da gibt es dann verschiedenste Möglichkeiten, mit denen man probieren kann, sein Bewusstsein zu erhalten. Zum Beispiel sich auf sein Körpergefühl konzentrieren oder auf aufkommende Hypnagogien hinter den geschlossenen Augen. Oder man macht eine 61-Punkte-Entspannung und probiert so langsam wieder einzuschlafen, um Bewusstsein mit in den Traum zu nehmen. Da haben viele Anfänger häufig kein Glück mit. Das liegt aber nicht an euch, ihr Lieben, sondern ihr seid einfach auf den Hype im Netz reingefallen damit. Das ist nämlich tatsächlich die Königsdisziplin des Klarträums, das Schwerste. Das Allerschwerste. Ja, sie bellt erstmal alles an hier. Komm, geh weiter, Süße. Das war ein Schneemann, du Trutsche.
einen Schneemann an. Naja, zu meinem Hund muss ich hier sagen, der kommt aus Ägypten. Der kannte nur Wüste, kommt jetzt ins kalte Europa und das ist natürlich erstmal ein Kulturschock von ihm. Also dementsprechend ist alles neu, alles unheimlich und alles auch erstmal gefährlich. Naja, so ein schmelzender Schneemann, ich meine, wenn der einen erstmal angreift, da hat man nichts zu lachen, ist ja ganz klar. Kreuzung. Also, bei WILD handelt es sich um eine bewusstseinsbewahrende Technik, dass man probiert, aus dem Wachzustand heraus in einen Klartraum einzusteigen. Bei DILD ist das nun völlig anders. Dort schläft man ein und durch sein tägliches Training, was man macht, Traumtagebuch, Reality-Checks und kritisches Bewusstsein, bemerkt man plötzlich im Traum, dass irgendetwas komisch ist, was nicht sein kann. Oder man wird zu einem Reality-Check getriggert, wenn man die dann wirklich bewusst und regelmäßig macht. Und das Ergebnis zeigt einen an, dass man gerade träumt. Also wenn man wirklich luzid träumen möchte und das nur mal ausprobieren möchte, dann kann man natürlich WILD ausprobieren. Aber nach so vielen Jahren, wo ich jetzt dabei bin, habe ich jetzt tatsächlich eine eigene Klartraumstrategie, so auch der Name meines Kanals. Ich mache tatsächlich am Tag meine Bewusstseinsprüfung. Ich mache meine Reality-Checks. Ich schreibe mein Traumtagebuch und ich probiere immer wieder WILD aus. Für Einsteiger besonders zu empfehlen, habe ich auch in meinem letzten Video behandelt, SSILD. Eine sehr schöne Hybridtechnik, leicht zu lernen, mit wirklich starker Wirkung, wenn man es denn korrekt und regelmäßig macht. Da kann man seine ersten Klarträume relativ schnell mit erfahren. Aber Garantien gibt es natürlich niemals. Also wenn ihr irgendwelche Techniken noch heute Nacht oder so im Internet findet, dann könnt ihr euch darüber gewiss sein, dass das Bauernfängerei ist. Ja? Natürlich kann, wenn man damit anfängt, der erste Klartraum heute Nacht kommen. Aber das sind vielleicht 2% der Leute, die das schaffen. Und das ist dann auch eher